Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Die Gewinnerformel von Darren Hardy ist die deutsche Ausgabe seines internationalen Bestsellers The Compound Effect und ein kompassstarkes Werk für alle, die in Beruf, Finanzen und Privatleben spürbar vorankommen wollen. Mit einem Vorwort von Anthony Robbins und der Erfahrung eines langjährigen Verlagsleiters im Bereich Erfolgsstrategien liefert Hardy kein kurzfristiges Motivationsfeuerwerk, sondern ein belastbares System. Kern der Botschaft ist einfach, aber durchschlagend. Kleine, kluge Entscheidungen, konsequent wiederholt und über genügend Zeiträume angewendet, entfalten eine exponentielle Wirkung. Genau darin liegt die Gewinnerformel. Hardy verbindet griffige Geschichten, praxisnahe Beispiele und klare Anleitungen zu einem leicht umsetzbaren Vorgehen. Statt Luftschlössern gibt es präzise Schritte, die sich in den Alltag integrieren lassen. Gewohnheiten formen, Fortschritte messen, Momentum aufbauen, das Umfeld gezielt gestalten und bewusst entscheiden. Dabei schlägt das Buch die Brücke zwischen innerer Haltung und äußerem Handeln. Es eignet sich für Einsteiger in das Thema Selbstentwicklung ebenso wie für erfahrene Leser, die ihr System schärfen möchten. Ob sie mehr verdienen, gesünder leben, ihre Beziehungen vertiefen oder schlicht das Gefühl von Kontrolle und Klarheit zurückgewinnen wollen, die Gewinnerformel zeigt, wie nachhaltiger Erfolg ohne Überforderung möglich wird. Das Buch nimmt Druck heraus, indem es den Fokus von spektakulären Sprüngen auf konsistente Mikrofortschritte verlagert. Gerade in einer Welt der Ablenkung bietet es eine wohltuende Rückbesinnung auf das, was wirklich wirkt. Disziplin, Bewusstsein, Messbarkeit und Geduld. Das Ergebnis ist ein umsetzbarer Plan, der in jedem Lebensbereich Skalierung ermöglicht und durch kleine tägliche Siege langfristig enorme Wirkung entfaltet. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Das Grundprinzip. Kleine Entscheidungen, große Wirkung. Im Zentrum der Gewinnerformel steht das Prinzip des Zinseszinseffekts auf Verhaltensebene. Was im Finanzwesen seit Jahrhunderten gilt, überträgt Darren Hardy auf Entscheidungen, Routinen und Ergebnisse. Nicht das eine große Ereignis, nicht das geniale Projekt, nicht die radikale Diät macht den Unterschied, sondern die Summe kleiner, wiederholter Handlungen. Eine tägliche Verbesserung um nur 1% mag unbedeutend erscheinen, doch über Wochen, Monate und Jahre entsteht daraus ein massiver Vorsprung. Dieses Prinzip wirkt nicht linear, sondern exponentiell. Das erklärt, warum die ersten Wochen konsequenten Handelns häufig wenig spektakulär sind, während der Durchbruch scheinbar plötzlich erfolgt. Der Effekt war jedoch die ganze Zeit in Arbeit. Hardy macht deutlich, dass jede Wahl eine Richtung vorgibt. Ein Glas Wasser oder eine Limonade, das Kapitel lesen oder die Timeline scrollen, 10 Euro sparen oder impulsiv ausgeben. In der Einzelentscheidung ist der Unterschied klein, in der Wiederholung prägt er eine Identität, die wiederum Erwartungen, Fähigkeiten und Chancen beeinflusst. So entsteht eine positive Rückkopplungsschleife. Bessere Entscheidungen führen zu besseren Resultaten, die das Vertrauen stärken, was weitere gute Entscheidungen begünstigt. Das Prinzip verlangt Geduld. Wer nach schnellen Belohnungen sucht, sabotiert oft unbewusst den langfristigen Gewinn. Die Gewinnerformel plädiert deshalb für den Blick auf führende Indikatoren statt auf reine Endergebnisse. Nicht das Gewicht auf der Waage ist entscheidend, sondern die Anzahl der absolvierten Trainings, die Qualität der Mahlzeiten, die Menge des getrunkenen Wassers. Nicht die Gehaltserhöhung, sondern die tägliche Wertschöpfung, das Lernen, die Outreach-Gespräche. Diese Verlagerung der Aufmerksamkeit reduziert Druck und macht aus vagen Zielen klare, messbare Prozesse. Ein weiterer Aspekt ist die kumulative Natur von Konsequenzen, positiv wie negativ. Gute Gewohnheiten zahlen Zinsen. Schlechte Gewohnheiten berechnen Zinseszinsen auf Schulden. Auslassen ist nicht neutral. Jede Unterbrechung des Rhythmus kostet Momentum und erhöht die Reibung beim Wiedereinstieg.
Deshalb betont Hardy die Wichtigkeit von Minimums. Klein anfangen, klein bleiben, aber niemals aussetzen. Ein täglicher 5-Minuten-Standard ist wirkungsvoller als ein perfekter, aber unregelmäßiger Marathon. Auf diese Weise wird die Gewinnerformel vom Konzept zur gelebten Praxis, die in allen Lebensbereichen spürbar Resultate erzeugt. Zweitens. Entscheidungen, Verantwortung und persönliche Standards. Die Gewinnerformel beginnt mit der radikalen Übernahme von Verantwortung. Hardy macht klar, dass Erfolg kein Zufallsprodukt ist, sondern eine Funktion unserer täglichen Entscheidungen und der Standards, die wir akzeptieren. Solange äußere Umstände, andere Menschen oder Glück als Hauptursachen gelten, bleibt man reaktiv. Der Hebel entsteht, wenn man die eigenen Einflusszonen aktiv ausdehnt. Das bedeutet nicht, externe Faktoren zu ignorieren, sondern sie richtig zu gewichten und das eigene Handeln in den Mittelpunkt zu stellen. Entscheidungen sind Weggabelungen. Jede Wahl ist ein Stimmzettel für die Person, die man werden will. Wer finanzielle Unabhängigkeit anstrebt, stimmt mit jeder Konsumentscheidung und jeder Lernstunde über Zins und Investieren dafür ab. Wer eine erfüllte Beziehung wünscht, stimmt mit Aufmerksamkeit, Verlässlichkeit und Gesprächskultur ab. Auf der Ebene der Standards bedeutet dies, dass man definiert, was das Minimum akzeptierbarer Qualität ist. Standards sind Schutzschilde gegen Ausreden und situative Launen. Wer den Standard hat, täglich 20 Minuten zu lesen, muss nicht diskutieren, ob er heute motiviert ist. Der Standard entscheidet. Hardy empfiehlt, Entscheidungen zu vereinfachen, indem man sie vorverlegt. Vorausplanen, klare Regeln, Wenn-Dann-Szenarien und Checklisten reduzieren Willenskraftverbrauch und verhindern, dass man in stressigen Situationen spontane, oft minderwertige Entscheidungen trifft. Ein Beispiel ist die Wochenplanung für Ernährung, Training, Arbeitsschwerpunkte und Erholungszeiten. Auf diese Weise werden reaktive Muster durch proaktive Strukturen ersetzt. Zur Verantwortung gehört auch Ehrlichkeit über Kosten. Jedes Ja ist ein Nein zu etwas anderem. Wer Wachstum will, akzeptiert Reibung, Verzicht und Wiederholung. Statt Perfektion zu fordern, setzt Hardy auf konsequentes Erscheinen. Fehler sind nicht das Problem, sondern fehlende Korrekturen. Deshalb ist ein schneller Lern- und Anpassungszyklus so wichtig. Entscheidungen werden getroffen, getestet, gemessen und optimiert. Ein oft unterschätzter Teil der Verantwortung sind persönliche Erzählungen. Die Geschichte, die man sich über sich selbst erzählt, bestimmt Handlungsspielräume. Die Gewinnerformel ermutigt, ein Narrativ der Wirksamkeit zu pflegen. Nicht ich bin halt so, sondern ich trainiere mich dahin. Nicht ich habe keine Zeit, sondern ich priorisiere anders. Diese sprachliche Hygiene formt die innere Haltung, aus der konsistente Entscheidungen leichter fallen. Am Ende entsteht eine Identität, die Erfolg wahrscheinlicher macht, weil sie mit den gewünschten Ergebnissen kompatible Standards lebt. Drittens. Gewohnheiten, Rituale und rigoroses Tracking. Die Umwandlung von guten Entscheidungen in stabile Resultate erfolgt über Gewohnheiten. Gewohnheiten sind automatisierte Entscheidungen. Sie sparen Energie, senken Reibung und erhöhen Konsistenz. Hardy zeigt, wie man den Gewohnheitszyklus aus Auslöser, Routine und Belohnung für sich nutzt. Der Schlüssel liegt darin, den Auslöser bewusst zu gestalten, die Routine mikroskopisch klein zu definieren und die Belohnung sofort spürbar zu machen. So entsteht ein System, das auch an schlechten Tagen funktioniert. Beispiel: Nach dem Zähneputzen 2 Minuten dehnen. Der Auslöser ist fest, die Routine klein, die Belohnung ein kurzer Moment des Wohlgefühls und der Selbstachtung. Rituale strukturieren den Tag und schaffen Verlässlichkeit. Morgen- und Abendroutinen bündeln die wichtigsten Hebel, etwa Lesen, Planen, Fokussprints, Bewegung, Reflexion. Hardy rät, mit einem minimalen, nicht verhandelbaren Kern zu starten und später zu erweitern.
Entscheidender als die Länge ist die Durchführbarkeit. Ein 5-minütiges Startsignal kann mächtiger sein als eine überambitionierte Liste, die schnell aufgegeben wird. Ohne Messung bleibt vieles Wunschdenken. Tracking macht Verhalten sichtbar und Erfolge reproduzierbar. Ein einfaches Journal, eine Tabelle oder eine App reichen aus, um führende Indikatoren zu erfassen. Anzahl der konzentrierten Arbeitsblöcke, gelesene Seiten, Trainingsminuten, Outreach-Kontakte, Sparbeiträge. Zu Bett geht Zeit. Hardy empfiehlt wöchentliche Reviews, um Muster zu erkennen, Hindernisse zu adressieren und die nächsten kleinstmöglichen Anpassungen festzulegen. Wichtig ist, Messung als Feedback zu begreifen, nicht als Urteil. Zahlen sind neutrale Informationen, die helfen, die Gewinnerformel zu kalibrieren. Ein weiterer Baustein ist das Konzept der Habit-Stacking-Technik. Man koppelt eine neue, kleine Handlung an eine bestehende Routine. So reduziert man die mentale Hürde. Gleichzeitig stärkt man die Identität. Jede Wiederholung ist ein Beweis der eigenen Zuverlässigkeit. Wird ein Tag ausgelassen, greift die Nie-zweimal-Regel. Unterbrechungen dürfen passieren, aber nicht hintereinander. Das schützt das Momentum. Schlechte Gewohnheiten werden nicht gelöscht, sondern ersetzt. Man identifiziert Trigger, baut Reibung auf und hinterlegt Alternativen. Wer weniger scrollen will, entzieht dem Verhalten Energie, etwa durch Entfernen der Apps vom Startbildschirm, definiert stattdessen eine bewusste Lese- oder Lernroutine und belohnt sich für eingehaltene Medienzeiten. So entsteht ein System aus positiven Attraktoren und negativen Bremsen, das die gewünschten Handlungen wahrscheinlicher und unerwünschte unwahrscheinlicher macht. Mit der Zeit wird Disziplin zur Automatik und Tracking zur Selbstverständlichkeit. 4. Momentum, Big Mo und die Kunst der Beschleunigung. Momentum ist die unsichtbare Kraft, die konsistente Anstrengungen in überproportionale Ergebnisse verwandelt. Hardy nennt sie Big Mo. Am Anfang ist der Start die größte Hürde. Reibung, Zweifel und geringe Belohnung verzögern Fortschritt. Die Lösung liegt in mikrokleinen Einstiegen und klaren, nicht verhandelbaren Zeiten. Wer zur fixen Uhrzeit beginnt, reduziert Entscheidungskosten. Mini-Aktionen wie 5 Minuten Schreiben, 10 Liegestütze oder ein Outreach. Anruf zünden den Motor. Sobald der Motor läuft, fällt es leichter, dran zu bleiben und zu erweitern. Momentum entsteht aus Rhythmus, nicht aus Intensitätsausbrüchen. Wiederholung zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, verringert Kontextwechsel und erhöht Vorhersagbarkeit. Feiern kleiner Erfolge verstärkt die Motivation. Eine kurze Selbstanerkennung, ein Häkchen im Tracker, ein sichtbarer Fortschrittsbalken sendet dem Gehirn das Signal, dass die Richtung stimmt. Gleichzeitig schützt man Momentum, indem man es priorisiert. Wenn Zeit knapp wird, wird der Minimal Viable Step absolviert, damit die Kette nicht reißt. Beschleunigung ist die zweite Phase. Wenn die Basis stabil ist, kann die Intensität erhöht werden. Hardy warnt vor zu früher Eskalation. Erst wenn Routinen robust und nahezu friktionsfrei sind, lohnt es sich, Umfang, Tempo oder Ambition zu steigern. Methoden der Beschleunigung sind Fokus-Sprints, wie die 50-10-Methode, progressive Überladung im Training, Batchen ähnlicher Aufgaben, Eliminieren von Ablenkungen und klare Deadlines. Auch temporäre Challenges können Momentum heben, etwa 30 Tage Lernmarathon oder täglicher Kundendialog. Plateaus sind normal. Sie signalisieren, dass das System an eine Kapazitätsgrenze stößt. Statt frustriert aufzuhören, wird neu kalibriert. 3 Fragen helfen. Was muss ich weglassen, um Energie freizusetzen? Was muss ich vereinfachen, um Reibung zu verringern? Und wo kann ich behutsam die Dosis erhöhen? Oft reicht es, die Qualität der Arbeit zu verbessern, ohne mehr Zeit zu investieren, etwa durch bessere Vorbereitung, Tools oder Checklisten. Ein starker Hebel für Momentum ist Energiemanagement. Schlaf, Ernährung, Bewegung und Pausen sind Produktivitätstechnologien. Wer seine Spitzenzeiten kennt und die wichtigsten Aufgaben dort platziert,
beschleunigt Ergebnisse ohne zusätzlichen Aufwand. Momentum hängt auch von Fokus ab. Multitasking zerstört Tempo. Monotasking in klar abgegrenzten Blöcken baut es auf. So wird Big Mo zum Verbündeten, der Leistung trägt, statt sie zu erzwingen. Schließlich Umfeld, Beziehungen und die Anwendung in Beruf, Finanzen und Privatleben. Die Gewinnerformel betont die Macht des Umfelds. Menschen, Medien und Räume beeinflussen unbewusst Entscheidungen. Wer mit ambitionierten, integren Personen Zeit verbringt, passt Standards nach oben an. Wer sich überwiegend mit Ablenkung füttert, senkt Fokus und Disziplin. Hardy rät zu einer bewussten Kuratierung. Mentoren suchen, Peer-Gruppen pflegen, Accountability-Partner etablieren und negative Einflüsse reduzieren. Kleine Eingriffe in die Umgebung wirken sofort, etwa gesunde Snacks sichtbar, Versuchungen unsichtbar, Arbeitsbereich aufgeräumt, Benachrichtigungen aus. Beruflich zeigt die Gewinnerformel, wie man Performance systematisch steigert. Statt sich in Projekten zu verzetteln, definiert man Jahresziele, zerlegt sie in Quartalshebel und übersetzt sie in wöchentliche Leading Measures, zum Beispiel Anzahl der Kundengespräche, Prototyp-Iterationen, Deep Work-Blöcke. Durch Tracking und Review werden Engpässe sichtbar. Die Qualität der Arbeit steigt durch Rituale wie Tagesplanung, Abschlussscan und Retrospektive. Kommunikation wird klarer, weil Standards und Erwartungen explizit sind. Für Führungskräfte bietet das Buch einen Rahmen, Teams über Gewohnheiten und Prozesse statt über Mikromanagement zu entwickeln. Finanziell vermittelt Hardy ein nüchternes Spielbuch. Automatisiertes Sparen, regelmäßiges Investieren, Schuldenabbau mit klarer Reihenfolge, Ausgabentracking und die bewusste Erhöhung des Einkommens durch Skillaufbau und Wertbeitrag bilden den Kern. Kleine, stetige Beiträge profitieren massiv vom Zinseszinseffekt. Statt auf den großen Coup zu hoffen, setzt man auf eine hohe Sparquote und langfristige Disziplin. Nicht Timing, sondern Time in the Market ist der Treiber. Gleichzeitig schützt ein einfaches Regelwerk vor emotionalen Fehlentscheidungen, etwa Panikverkäufen oder FOMO-Käufen. Im Privatleben stärkt die Gewinnerformel Beziehungen durch bewusste Rituale, tägliche Aufmerksamkeit, wöchentliche Quality Time, monatliche Planungsgespräche, regelmäßige Zeichen der Wertschätzung. Kleine Gesten, konsistent gelebt, bauen Vertrauen auf und schaffen emotionale Sicherheit. Auch Gesundheit profitiert unmittelbar. Schlaf zur Priorität machen, tägliche Bewegung einbauen, Mahlzeiten vorplanen, Stress durch Atemübungen oder kurze Spaziergänge regulieren. Es geht nicht um Perfektion, sondern um verlässliche Baselines, die durch die Zeit wirken. Gemeinsam ist allen Bereichen die Logik der Einfachheit. Wenige, klar definierte Gewohnheiten, die konsequent gemessen und gepflegt werden, erzeugen überproportionale Resultate. Indem man sein Umfeld auf diese Gewohnheiten ausrichtet, sinkt die Willenskraftlast und steigt die Erfolgswahrscheinlichkeit. So wird die Gewinnerformel zu einem universellen Betriebssystem für ein gutes, wirksames Leben. Zusammenfassend: Die Gewinnerformel ist für Menschen geschrieben, die mehr wollen als Inspiration. Wer konkrete, wiederholbare Schritte sucht, um in Beruf, Finanzen und Privatleben spürbar voranzukommen, findet hier ein praxistaugliches System. Berufseinsteiger lernen, wie sie ohne Burnout eine steile Lernkurve aufbauen. Erfahrene Fachkräfte und Führungskräfte strukturieren ihren Output über Gewohnheiten, Leading Measures und Reviews. Selbstständige und Unternehmer nutzen die Prinzipien, um verlässlich Pipeline, Umsatz und Teamleistung zu steigern. Eltern, Studierende und alle, die mehrere Lebensrollen balancieren, bekommen eine einfache, belastbare Methode an die Hand, die sich an individuelle Rhythmen anpasst. Warum nützt dieses Buch dem eigenen Leben? Weil es den Fokus von unkontrollierbaren Endergebnissen auf kontrollierbare Prozesse verlagert. Weil es die Psychologie der Gewohnheiten mit der Mathematik des Zinseszinseffekts verbindet. Weil es Methoden liefert, die selbst an schwierigen Tagen funktionieren.
Statt großer Theorie erhalten Sie einen Werkzeugkasten. Klare Standards, kleine Startschritte, Tracking, Reviews, Momentum und Umfelddesign. Das reduziert Entscheidungsstress, erhöht Konsistenz und beschleunigt Fortschritt. Warum dieses Buch statt eines anderen? Viele Erfolgsratgeber geben gute Ideen, aber kein System. Die Gewinnerformel bietet eine zusammenhängende Architektur, die in jedem Lebensbereich funktioniert. Die Prinzipien sind zeitlos, evidenznah und frei von Modeworten. Die Beispiele sind alltagsnah, die Schritte klein genug, um sofort loszulegen. Das Vorwort von Anthony Robbins unterstreicht die Relevanz. Doch noch wichtiger ist die Umsetzbarkeit. Sie müssen keine radikalen Veränderungen vornehmen. Sie müssen nur konsequent kleine Dinge tun, die auf Ihre Ziele einzahlen. Wer sich darauf einlässt, erlebt, wie sich nach einigen Wochen mehr Klarheit, Selbstvertrauen und Kontrolle einstellen. Nach einigen Monaten steigen die Ergebnisse sichtbar. Nach einigen Jahren werden sie außergewöhnlich. Genau dafür steht die Gewinnerformel. Ein leiser, aber unaufhaltsamer Weg zu nachhaltigem Erfolg, getragen von Disziplin, Bewusstsein und Geduld. Es ist eine Investition in ein System, das Sie ein Leben lang tragen kann. Wenn Sie unterstützen möchten, Darren Hardy, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.